Die Tactic Air Drone, eine neue, wirklich günstige Superdrohne oder einfach nur Abzocke? Hallo und willkommen auf drohnen.de. Heute wollen wir euch die Tactical Air Drone vorstellen, ein kleines Unboxing machen und auch viele Live-Videos zeigen und Live-Footage, was die Drohne kann oder eben was sie vielleicht auch nicht kann. Die Drohne wird momentan extrem stark in den sozialen Medien beworben, also auf Facebook, Instagram und auch in Google über Google-Werbung. Es gibt viele Testberichte im Internet, die die Drohne als besonders toll hervorheben, als den Kassenschlager sozusagen für angeblich, glaube ich, 99 €, wo man die gleiche Technik bekommen soll wie von den großen Drohnen und großen Herstellern. Wir wurden von sehr vielen Leuten angeschrieben, ob wir das Ganze nicht testen können. Was uns bei der ganzen Geschichte gleich aufgefallen ist, ist, dass wenn man sich mal durchklickt bis zu dem Shop von der wirklichen Firma, die das Ganze dann verkauft, man dann wieder bei der Firma rauskommt, die wir schon mal genau unter die Lupe genommen hatten, und zwar im Zusammenhang mit der Drone X Pro. Da haben wir euch schon mal ein großes Video drüber gedreht, was auch sehr häufig weltweit geklickt wurde und angeschaut wurde. Denn da ging es darum, dass eben diese Firma die Drone X Pro ebenfalls schon als neue Superdrohne vermarktet hat, und zwar mit einer Drohne, die angeblich die gleichen Features hat wie die DJI Mavic Pro, mit super Auflösung, super Stabilisierung. Man hat dort auch Bildmaterial gesehen von der Drohne, was angeblich von der Drohne war, was super ruhig und hochauflösend war. Und die ganzen Funktionen mit Gimbal-Stabilisierung hin und her. Und das Gerät sollte es auch für 99 € geben. Und das Ganze hat sich dann als mega Fake-Packung herausgestellt. Das Ganze war einfach nur eine relabelte Drohne, wo die Firma einfach nur ihren anderen Aufkleber draufgeklebt hat. Eine Drohne, die es eigentlich für 39 € am Markt gab, nämlich die Eachine E58. Die wurde da einfach als Drone X Pro verkauft und auch noch mit wirklich gefaktem Footage, also mit gefaktem Videomaterial, was gar nicht von der Drohne war, sondern wahrscheinlich von der echten DJI Mavic Pro, und teilweise auch Bilder genommen wurden von der echten Mavic Pro, und man dann aber nur eine extrem günstige 39 € Drohne bekommen hat für 100 €. Also das Ganze wirklich eine reine Abzockgeschichte. Und um die gleiche Firma geht es hier auch, und deswegen sind wir mal sehr gespannt, wo das Ganze hier dann drauf rausläuft, und das schauen wir uns in dem Video jetzt genau an und nehmen wir mal genau unter die Lupe. Auch bei der aktuellen Werbekampagne verspricht man sehr viel, was die Drohne können soll, mit 4K Auflösung, super ruhigem Bildmaterial, Bildstabilisierung, tausenden von Funktionen wie Follow Me und so weiter, was eigentlich nur die teuren großen Drohnen für über 1000 € anbieten. Das ganze Konzept von der Firma ist extrem perfektionalisiert, also auch diese ganze Masche, denn die Firma hat auch bei der Drone X Pro sehr viele Test-Fake-Seiten ins Internet gestellt, wo dann angeblich Testberichte von Privatpersonen und verschiedenen Personen und Firmen waren, die die Drohne ebenfalls hoch gelobt haben, sodass man, wenn man nach der Drohne gegoogelt hat, sehr viele Videos und auch anscheinend neutrale Testberichte gefunden hat, die ebenfalls die Drohne alle loben. Und da fallen natürlich hier sehr viele drauf rein, wenn von allen Seiten gesagt wird, das ist jetzt wirklich das neue Supergerät. Zusätzlich wird immer noch die Masche erzählt, dass man die Möglichkeit gefunden hat, an die gleichen Einkaufsmöglichkeiten wie große Drohnenhersteller zu kommen. Also Teile, wo zum Beispiel DJI und andere Markennamen werden nicht genau genannt, aber eben, ich sage jetzt mal wie DJI und andere, dort wo die ihre Drohnen produzieren lassen, dort die Drohne eben auch zu produzieren. Man aber dann so menschenfreundlich ist und dort nicht großartig was aufschlägt, sondern nur minimal so viel aufschlägt, dass man quasi davon leben kann, und deswegen die Drohne dann eben nicht wie bei DJI eben 1000 oder 1500 € kostet, sondern eben nur 99 € und trotzdem aber eigentlich vom gleichen Material oder von der gleichen Substanz und von den gleichen Komponenten besteht. Und das lockt natürlich extrem viele Leute, weil jeder sich das ja wünscht, dass es sowas mal gibt, sozusagen, also die großen Produkte für kleines Geld. Und jetzt schauen wir, ob das Ganze auch wirklich so ist.
Erschreckend war, ich habe die Drohne auch genau dort bestellt, obwohl das so ein bisschen mir widerstrebt hat, denen auch noch Geld dazulassen. Dann habe ich mich dort durch den Shop durchgeklickt und kurz vor Ende kam dann die Entscheidung, will man wirklich für 99 € bestellen. Da hat sich aber herausgestellt, dass man für 99 € nicht die 4K-Version bekommen hatte oder hätte, sondern nochmal 4K extra anklicken musste. Also das, was von Anfang an versprochen wurde für 99 €, wird da schon gestoppt sozusagen und letztendlich hat es dann 148 € gekostet. Das heißt, ich musste nochmal 49 € zusätzlich bezahlen, um dann wirklich die 4K-Version zu bekommen. An der Seite sieht man irgendwo auch, dass es scheinbar beide Versionen gibt. Das war nämlich irgendwo auf dem Karton oder zumindest auf der kleineren Umverpackung, hier unten steht es, angekreuzt. Also sprich, ich habe hier die 4K und 480p Version. Warum 2 Angaben für die Kameraauflösung? Dazu kommen wir später noch. Und es gibt aber auch eine 720p Version. Und wie gesagt, dann sind wir schon bei 148 € für die 4K Version, die wir jetzt hier haben. Jetzt wollen wir aber mal schauen, was wir dafür in der Verpackung überhaupt kriegen und gucken, wie das Ganze aussieht. Die Verpackung ist soweit erstmal schon mal okay. Wenn wir das Ganze dann hier rausholen, haben wir auch erstmal ein sehr schickes Täschchen im Carbon-Look. Nicht super hochwertig, aber ich sage jetzt mal auch schon nicht komplett billig. Und auch da schauen wir natürlich mal rein, was wir da hier bekommen. Und da ist zum einen mal die Drohne selber drin, eine faltbare Drohne, extrem leicht, wie man schon merkt. Also eigentlich schon so leicht, dass man sagen muss, da kann eigentlich gar nicht so viel Technik drin sein, aber lassen wir uns gerne überraschen. Dann haben wir da noch eine Fernsteuerung. Dann haben wir Ersatzmaterial, einen kleinen Schraubendreher und 1, 2, 3, 4 Ersatzpropeller. Und dann nochmal ein Micro-USB-Kabel und das war es dann schon soweit. Außerdem gibt es auch noch hier oben in der kleinen Seitentasche eine Anleitung. Das ist schon mal sehr löblich. Die ist auch nicht komplett auf Chinesisch, aber komplett auf Englisch. Also in Deutsch steht da nichts drin. Die Anleitung soweit auch erstmal gut gemacht. Nicht alles perfektes Englisch, aber zumindest so, dass man es mal grob verstehen kann. Die Fernsteuerung selber hat auch einen integrierten Akku, also keine austauschbaren Batterien und keine eigenen Batterien, die man dazu machen muss. Das ist eigentlich für Billigdrohnen auch schon unüblich, dass hier da ein fester Akku mit drin ist. Soweit also erstmal nicht schlecht. Und dann haben wir, habe ich ganz vergessen, hier natürlich auch noch den Akku. Also ein einziger Akku ist mit dabei, der dann hinten eingeschoben wird. Der Akku sowie die Fernbedienung wird über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel geladen. Das muss man jeweils einstecken. Ladegerät ist keins dabei, das heißt, das muss ich entweder in meinem PC oder in mein Netzteil stecken. Die Ladezeit wird mit bis zu 2 Stunden angegeben, was sehr lang ist, aber das ist auch logisch, weil es dann eben nicht über ein spezielles Hochleistungsnetzteil geht, sondern wie gesagt über das Netzteil, was ihr selber beisteuern müsst. Was wir selber bemerkt haben auf der Produktseite ist, dass wenn man sich die Bilder mal genau anguckt oder die Bilder lokal abspeichert, dann wohl das Originalprodukt, also das Produkt, wo hier die Drohne eingekauft wird, in den Bildnamen noch mit drin ist. Es scheint sich wohl um die SJRC Z5-Drohne zu handeln. Die sieht auch auf Bildern, wenn man danach googelt, genau gleich aus. Allerdings ist dann die Fernsteuerung, die Fernbedienung ein bisschen anders oder eine andere. Das heißt, man hat hier schon, anders wie bei Drone X Pro, ein Produkt gesucht, was man nicht so einfach auch genau identisch auf dem Markt erwerben kann, sondern wo die Firma hier exklusiv anscheinend ihre Rechte dafür zu haben scheint, wo auch das Air Drone, zwar nicht Tactic Air Drone, aber zumindest das Air Drone hier mit aufgedruckt ist und auch auf der Verpackung mit aufgedruckt ist. Und wie gesagt, meistens dann doch von einem anderen Hersteller oder in dem Fall auch von einem anderen Hersteller. Das ist aber soweit ja erstmal nichts Negatives, weil viele lassen ja irgendwo anders produzieren und verkaufen es dann selber nochmal unter eigenem Namen. Wenn wir uns die Drohne nun anschauen, ist das eine Faltdrohne, die man hier sehr einfach auseinanderklappen kann. Man muss es nur in der richtigen Reihenfolge machen, das ist aber bei den Mavic-Produkten auch so. Aufpassen, dass die Propeller hier nicht in den Weg kommen. Dann sieht das Ganze so aus von der Größe her. Es ist auch sehr leicht. Ich habe das Gewicht jetzt gar nicht genau gemessen. Ich denke aber, dass man sogar unter den 250 Gramm bleibt, sodass man da kein Kennzeichen für braucht und nur eine Versicherungspflicht besteht. Also Versicherungspflicht besteht ja für fast alle Drohnen.
letztendlich der Akku, der dann hier hinten reinkommt. Und dann kam ich schon zur ersten kleinen Überraschung. Die Drohne selber, erstens mal hat sie überhaupt keinen Gimbal, sondern eine feststehende Kamera hier unten. Feststehend insoweit, dass sie eben nicht durch einen Gimbal entkoppelt ist, sondern die ganzen Bewegungen mitmacht, soll aber angeblich laut Verpackung, laut Beschreibung ja stabilisiert sein, was sich erstmal schon widerspricht. Und dann die Kamera, man kann sie zwar mit der Fernsteuerung sogar ferngesteuert neigen, also den Tiltwinkel nach unten bewegen, aber sie ist feststehend. Aber es gibt an der ganzen Drohne keine Möglichkeit, eine SD-Karte irgendwo reinzustecken. Das ist schon mal eine sehr dubiose Geschichte, weil wenn man qualitativ wirklich gescheite Aufnahmen haben will, dann werden die Aufnahmen ja typischerweise von der Kamera direkt auf eine SD-Karte in der Drohne gespeichert. Hier werden zwar auch Aufnahmen gespeichert, aber nur die von der Drohne über WLAN an das Handy gesendet werden und dann auf dem Handy gespeichert. Funktioniert auch, hat aber den großen Nachteil für diejenigen von euch, die das nicht wissen oder nicht so tief in der Materie sind, dass natürlich dann die Aufnahme auf dem Smartphone auch die ganzen Funkabbrüche oder schlechte Verbindungen zur Drohne mit aufnehmen. Das heißt, wenn ihr da jetzt irgendwie kleinere Abbrüche habt oder die Verbindung nicht 100% stabil ist oder das Bild dann leicht schlechter, grisseliger wird, dann wird das natürlich vom Handy mit aufgenommen. Habt ihr aber eine SD-Karte in der Drohne und es wird direkt dort aufgenommen, wie das bei allen gängigen guten Drohnen ist, dann kann zwar die Verbindung zur Fernsteuerung oder zum Handy mal schlechter werden, aber die Aufnahmen werden ja direkt auf der SD-Karte immer in voller Qualität aufgezeichnet und ihr habt da keinerlei Lags oder sozusagen Artefakte oder was auch immer mit drin, die von der Verbindungsqualität her beruhen. Das Ganze ist auch hier WLAN-basierend, das heißt, ihr habt nur eine sehr kurze Verbindung, das wird auch selber so angegeben mit maximal 100 Metern, in echt wahrscheinlich noch eine ganze Ecke kürzer. Das heißt, kein qualitativ hochwertiges System wie bei DJI-Drohnen, die mit dem DJI OcuSync teilweise 5, 6, 7 Kilometer weit schaffen, ohne dass die Bildqualität großartig nachlässt. Oder ich sag mal 2, 3 Kilometer auf jeden Fall. Bei größeren Reichweiten kommt man dann da natürlich auch schon an die Grenzen. Aber einfach um den Unterschied mal aufzuzeigen von weit unter 100 Metern auf weit über 1, 2 Kilometer. Da sind die Unterschiede in der Entfernung schon mal drastisch und in der Aufnahmequalität schon mal drastisch, wenn man berücksichtigt, dass keine SD-Karte hier verwendet werden kann. So, dann wollen wir das Gerät gleich mal in die Luft bringen, damit wir euch gleich die ersten Aufnahmen zeigen können, wie das Ganze fliegt und auch wie die Bildqualität letzten Endes wirklich aussieht. Dazu muss man die kleine Fernsteuerung hier unten aufklappen, so wie es auch bei den DJI-Drohnen typisch ist. Man kann dann hier unten durch Herausziehen dieser Arme das Smartphone hier unten einklipsen. Das Ausklappen hier oben von den Antennen kann man sich sparen, weil die sind komplett nur Fake. Da ist keine Technik drin, das haben wir uns angeschaut. Die Fernsteuerung ist zumindest insofern gut, dass die Knöpfe hier mit kleinen Icons, also Bildern beschriftet sind. Man hat einen An- und Ausknopf, man hat einen Starten- und Landen-Knopf, man hat einen Knopf zur Kalibrierung der Drohne und einen Knopf für den Headless Mode, sodass die Drohne unabhängig von der Orientierung immer in die gleiche Himmelsrichtung fliegt. Man hat hier oben einen Knopf Foto starten, Video starten und man kann hier oben mit den zwei Knöpfen dann den Gimbal, also nicht den Bewegungsausgleich-Gimbal, sondern den Tilt-Gimbal, also die Kamera-Neig-Winkel mit den zwei Knöpfen zusätzlich noch verstellen. Was so ein bisschen auffällt, ist eben hier dieser Kalibrationsknopf. Und eine Drohne kalibrieren, das einfach zum Verständnis, muss man ja einfach schon dann nicht, wenn sie GPS hat. Und jede halbwegs gescheite Drohne heutzutage hat GPS-Unterstützung, sodass sie in der Luft ihre Position halten kann, auch wenn Wind kommt und die Drohne wegdriftet. Schon allein die Tatsache, dass es hier einen Kalibrationsmodus gibt oder einen Kalibrierungsmodus, sagt aus, dass die Drohne gar keinen GPS hat oder gar keinen GPS haben darf. Das wird zwar auch nirgendwo versprochen, wird aber durch vielerlei Geschichten suggeriert, zu denen wir nachher noch kommen. Das nur schon mal die Grundaussage, GPS ist da nicht vorhanden. Dann muss man das Smartphone noch mit WLAN mit der Drohne verbinden. Das heißt, in den Smartphone-Einstellungen schauen, wenn die Drohne angeschaltet ist, den WLAN-Name finden in den Einstellungen, dann einfach connecten. Da braucht man auch kein Passwort und gar nichts für. Das heißt, die Verbindung wird automatisch hergestellt, ist dadurch aber auch nicht gesichert. Und dann auf dem Smartphone, das steht aber auch hier in der Anleitung drin, mit einem QR-Code kann man sich eine App runterladen im App Store oder Play Store, die auf das Smartphone drauf machen und hat dann auf dem Smartphone nochmal verschiedene Funktionen und auch das Live-Bild direkt auf dem Telefon, allerdings eben mit einer sehr kurzen Verbindungsreichweite, um dann mit der Fernsteuerung die Drohne steuern zu können und gleichzeitig auf dem Handy das Live-Bild zu haben, um verschiedene Funktionen auszulösen oder auch nur über das
das Handy die ganze Drohne steuern zu können. Ab geht es in die Luft. So, los geht's. Die Drohne ist kalibriert, ist am Boden und wir starten. Sie will gleich von ihrer Position weg. Ich muss da maximal gegenlenken und selbst mit vollem Schub nach vorne schafft sie es gerade mal, die eigene Position zu halten und will nach hinten wegdriften. Also mit GPS hat das definitiv nichts zu tun. GPS ist hier keins vorhanden. Die Bodenkamera versucht vielleicht eventuell ein bisschen die Position zu halten. Ich nehme mal ein bisschen Höhe zu. Jetzt kommt sie wieder auf mich zugedriftet und ich muss auch voll nach vorne steuern, damit sie überhaupt die Position hält. Nach vorne fliegen kann sie damit so gut wie überhaupt nicht. Sobald ich loslasse, driftet sie nach hinten. Tolles Fluggefühl ist was anderes. Ich habe hier wirklich ein ungutes Bauchgefühl bei der Geschichte. Will auch nicht zu viel Höhe zunehmen, weil ich vermute, dass das Ding dann auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Jetzt kommt sie auf mich zu. Ich muss jetzt hier massiv zurückgehen, kann auch trotz voller Steuerknüppelsteuerung nach vorne die Drohne kaum noch vor mir weghalten. Also die Motoren viel zu schwach, der Neigwinkel viel zu schwach. Ich steuere hier auch voll nach links, um überhaupt die Position zu halten. Da sind keine Reserven bezüglich der Motorleistung. Und damit erstmal wieder sicherheitshalber, nicht sicher, aber sicherheitshalber gelandet. Nach dem ersten sehr frustrierenden Flugversuch, wo auch ein bisschen Wind war, aber wo man gesehen hat, wie schwach die Drohne eigentlich wirklich auf der Brust ist und wie schlecht sie die eigene Position halten kann in äußerer Umgebung, haben wir das Ganze dann auch nochmal mit mehr Windstille gemacht, 1-2 Tage später. Dort hat sich die Drohne ein bisschen besser gehalten, muss man ehrlich sagen, wenn wirklich kein Wind ist. Da kann man die Drohne dann auch schon mal draußen benutzen. Das Ganze sah dann so aus. Heute nochmal der zweite Test bei absoluter Windstille. Ich starte mal die Videoaufnahme, starte die Drohne. In der Tat können wir jetzt ein bisschen besser steuern, driftet weniger ab. Wir können hier sogar ein paar Meter an Höhe zulegen. Das heißt, Windstille ist absolute Voraussetzung für das Gerät. Ich neige jetzt auch mal mit der Fernsteuerung hier oben mit den Knöpfen die Kamera nach unten. Die Beschriftung scheint falsch rum zu sein, also drück mal in die andere Richtung und es dreht sich die Kamera auch wirklich nach unten im Video. Ich hoffe, ihr könnt das parallel an der Live-Aufnahme gut erkennen. Und dann hole ich das Gerät erstmal wieder zurück auf den Boden. Und dann haben wir uns natürlich auch sofort erstmal das Bildmaterial angeschaut und dort schon beim Kopieren auf dem Rechner vom Handy aus festgestellt, also wie gesagt, von der Drohne muss man ja nicht kopieren, sondern die Aufnahmen sind dann einfach nur auf dem Smartphone gespeichert, direkt in der App und in der Kamerafoto-App. Und beim Runterziehen der Fotos haben wir schon gemerkt, dass die Fotos oder die Videos überhaupt gar nicht 4K sind, sondern die Fotos bzw. die Videos sind nur 1920 Bildschirmbreite Auflösung mal 700 noch was, glaube ich. Das heißt gerade mal eine Auflösung von Full HD und nicht 4K, wie es versprochen wird. Prinzipiell ist das erstmal schon eine Falschaussage oder man kann es auch schon Betrug nennen, wenn es wirklich so ist. Es kann sein, dass es irgendwo noch die Möglichkeit gibt, das umzustellen. Ich selber habe es aber nicht gefunden. Die Einstellung auf dem Smartphone war auf 4K und eigentlich ist es auch unrealistisch, dass man von der Drohne auf Entfernung über WLAN überhaupt 4K direkt live auf das Handy übertragen kann und dann auch aufnehmen kann. Das ist dann schon die Grenze vom WLAN, gerade auf Entfernungen und auch von der Live-Übertragung her, wo es dann eigentlich schon nicht mehr funktioniert. Das heißt, hier einfach schon mal ganz klar die Aussage, es wird nur in maximal Full HD oder man kann es noch runterstellen aufgenommen, aber nicht in 4K. Und außerdem von der Qualität von den Aufnahmen und von der Verwacklung, dafür, dass hier in den Videos versprochen wird und teilweise auch gezeigt wird, wie weich die Aufnahmen sein sollen, ist es schon ein bisschen erschreckend, wie die Aufnahmen wirklich aussehen, nämlich so.
Außerdem blende ich euch hier auch nochmal ein, wie die Fotos dazu aussehen. Jetzt kommen wir nochmal zu der zusätzlichen Geschichte, weswegen die Drohne doch vielleicht ihre Position ein bisschen halten kann. Und zwar gibt es hier unten noch eine zweite Kamera, die zum Boden hin geneigt ist. Das hat man schon ganz früh bei den allerersten Drohnen gemacht, bei der Parrot AR Drohne, da gab es das hier unten schon. Das haben neuere Drohnen auch noch, aber nur als zusätzliches Feature, zusätzlich zum GPS, um dann über diese Kamera den Boden betrachten zu können, aber auch nur in niedrigerer Höhe und dort dann zu sehen, wenn die Drohne per Wind abdriftet, dass sie dann selber merkt, dadurch, dass sich der Boden unter ihr verschiebt, dass sie in irgendeine Richtung abdriftet und dann versucht, selbstständig die Position zu halten. Das funktioniert so lala, hat aber mit einer richtig guten Stabilisierung im Sinne vom GPS relativ wenig zu tun, sondern ist mehr so ein bisschen Notfallmechanismus. Das Ganze funktioniert halbwegs gut indoor, wenn der Boden klar erkennbar ist und man in niedrigerer Höhe fliegt. Und das haben wir auch für Indoor nochmal getestet. Das zeige ich euch jetzt hier. Nun also der Indoor-Test. Wir starten die Drohne. Sie liegt hier wesentlich ruhiger in der Luft, wenn kein Wind da ist, der die Drohne beeinflusst. Man sieht aber, dass selbst voller Steuerknüppelausschlag die Drohne sich nicht großartig bewegen lässt. Der Neigwinkel und die Motorstärke ist hier wirklich sehr stark begrenzt. Wir gucken mal, wie die Drohne ihre Position anhand der Bodenkamera hält. Das funktioniert indoor zumindest schon mal relativ gut. Versucht sich da zu wehren. Das heißt, das Ganze scheint wirklich mehr indoor geeignet zu sein. Dann versuchen wir jetzt mal die automatische Landefunktion. Das klappt auch soweit. Und das Lustige ist, dass diese zweite Kamera, die nach unten geneigt wird und eigentlich nur diese bisschen Behilfsstabilisierungsfunktion hat, hier noch angegeben wird, groß als zweite Kamera, nämlich irgendwo steht hier Double Camera oder Dual Kamera und daher auch die zweite Auflösung auf der Verpackung mit 420 oder 480p. So als ob diese Kamera zusätzlich auch noch ein tolles Feature ist, um den Boden zu filmen. Und in der Tat kann man in der App das auch umstellen, dass man nicht die vordere Kamera benutzen will und das Video auslösen will, sondern die untere Kamera. Aber nur, dass ihr mal ein Verständnis habt, was das dann überhaupt für eine Qualität ist und was da an Videomaterial übrig bleibt. Hier mal die Aufnahmen von der Kamera nach unten und der tollen Bildqualität. Wie ihr seht, waren schon die Bilder nach vorne eigentlich fast gar nicht zu gebrauchen, aber die Bilder nach unten wirklich absolut grottenschlecht, weil das ja auch eigentlich gar nicht die Aufgabe ist von der Kamera, da wirklich Aufnahmen aufzunehmen, die man irgendwie verwenden soll, sondern mehr eben diese Stabilisierungsfunktion. Aber hier wird es eben angepriesen als tolle neue zweite Kamera mit toller Bildqualität. Jetzt kommen wir noch zu der ganzen super global galaktisch tollen Funktionsvielfalt, die die Drohne hier haben soll. Und wirklich ist die App erstmal ganz schick designt. Man hat da verschiedene Funktionsmöglichkeiten, man hat verschiedene Filter, die man auf die Videos drauflegen können soll. Das haben wir uns gar nicht so im Detail erstmal angeguckt, weil wir schon Probleme hatten, die Drohne überhaupt in der Luft zu halten. Indoor haben wir dann das Ganze mal versucht mit der Personenverfolgung. Das hat Indoor fast gar nicht geklappt, draußen auch fast gar nicht, aber wir haben ein paar kleine Szenen hinbekommen. Und zwar kann man rechts unten im Menü dann auswählen, ich weiß gar nicht, wie der Modus heißt, ist aber dieser Personenverfolgungsmodus. Wenn man in diesem Modus ist, werden aber auch wirklich im Bild alle Personen erkannt, also verschiedene, auch wenn man in der Gruppe ist oder wenn man allein ist, relativ gut im Bild erkannt. Und dann kann man auf dem Bildschirm, auf dem Smartphone die Person auswählen. Dann ist nicht mehr ein blauer Rahmen, sondern ein roter Rahmen drum. Ab da ist die Person eingeloggt und dann folgt die Drohne auch in gewissem Maße und in naher Umgebung dieser Person. Das heißt, wie wir es hier sehen, sie dreht sich in die Richtung von der Person und sie fliegt der Person auch hinterher. Man muss aufpassen, dass man da nicht in die Propeller reinkommt. Das ist fernab von den Modi, wie man es von den teuren Drohnen gewohnt ist, aber für so eine Billigdrohne, sage ich mal, wenn sie jetzt eben 50 € kosten würde oder so, dann schon mal ein ganz cooles Feature, aber wirklich nicht groß verwendbar, um da tolle Aufnahmen mitzumachen, sondern nur um diesen Follow-Me-Modus überhaupt mal zu probieren. Das funktioniert ein paar Sekunden, dann hat es das Bild auch schon wieder verloren und man kommt damit nicht weiter. Man kann das mal antesten und das ist es dann aber auch schon.
Es hat relativ lange gedauert, bis wir überhaupt festgestellt haben, warum es bei uns anfangs gar nicht geht. Und zwar geht das nicht, wenn man die Drohne mit der Fernsteuerung startet und dann die App und das Handy unten drin hat. Man hat zwar dann trotzdem das App-Bild, aber die Steuerung ist dann wirklich komplett auf der Fernsteuerung und lässt sich nicht durch die App parallel steuern. Das heißt, wenn man diese Funktionen nutzen will, dann darf man das Ganze nicht mit Fernsteuerung benutzen, sondern nur mit der App. Man muss nur mit der App starten und nur die App verbinden, die Fernsteuerung auch ausgeschaltet lassen und nur dann sind die anderen Funktionen, also eben diese Follow-Me-Funktion und so weiter und so fort, auch in der App verfügbar. Es werden 2 Joysticks dann im Bild eingeblendet, mit denen man steuern kann. Das macht das Ganze dann natürlich noch gefährlicher, noch unkontrollierbarer. Es funktioniert aber, wenn man wirklich absolute Windstille hat. Und dann kann man unten rechts in der Ecke eben die besagte Funktion auslösen. Funktioniert aber wirklich auch nur dann und wenn man nur das Smartphone allein dranhängen hat. Außerdem soll es auch noch eine Gestensteuerung geben, wo man Fotos auslösen kann, mit der Hand steuern kann. Die Gestensteuerung soll auch rechts unten über das Menü aktivierbar sein. In der Anleitung steht es, glaube ich, nicht drin. Dann auf anderen Sachen im Internet oder auf dem Karton steht es wieder drauf. Deswegen ist relativ unklar, ob es die Funktion überhaupt gibt. Ich selber habe sie nicht gefunden. Wenn ich unten rechts auf das Icon klicke, kann ich eben nur diese Follow-Me-Funktion aktivieren, die Gestensteuerung überhaupt nicht. Vielleicht gibt es ein paar einzelne Funktionen wie Foto auslösen und so weiter, die da funktionieren oder nicht funktionieren. War mir aber ehrlich gesagt wirklich viel zu gefährlich, weil ich damit beschäftigt war, die Drohne in der Luft zu halten, dann eben auch noch wilde Gesten zu probieren. Da wäre das Ding wahrscheinlich definitiv weg gewesen oder auf mich zumarschiert und das war in dem Zusammenhang wirklich einfach viel zu gefährlich. Ich habe dann hier auch nochmal 1:1 von der Internetseite ausgedruckt, was man dort an Funktionen verspricht, sodass wir das jetzt hier nochmal mit den ganzen Tests, die wir gemacht haben, gegenprüfen kann. Der erste Satz ist die intelligente Gestensteuerung, starten und steuern mit intuitiven Handbewegungen und nehmen Sie Fotos und Videos auf, wie auch immer Sie möchten. Vom Deutsch unabhängig jetzt erstmal, wie gesagt, die Funktion konnten wir nicht bestätigen. Eine intelligente Gestensteuerung, vielleicht ist auch wirklich nur das Fotostarten und Fotostoppen damit gemeint, normale Gestensteuerung, vor allem Gestensteuerung. Damit meint man heutzutage, dass man mit der Hand auch wirklich die Drohne bewegen kann. Vielleicht kann man hier nur die Fotos auslösen. Wir konnten es nicht überprüfen, haben die Funktion nicht gefunden. Vielleicht gibt es die irgendwo. Lassen wir mal im Raum stehen. Zweiter Punkt, 4K UHD-Auflösung. Nehmen Sie Videos mit einer unglaublichen 4K-Auflösung in 30 FPS auf. Erfassen Sie jede Sekunde in voller UHD-Qualität. Das konnten wir nicht nur nicht bestätigen, sondern eigentlich sogar eher widerlegen. Das Videomaterial war nur Full HD. Wenn es die Funktion irgendwo gibt, aber technisch eigentlich schon fast unmöglich, dann natürlich gerne Entschuldigung, aber meiner Meinung nach kann die Kamera nur die Kamera vielleicht mehr, aber es wird nur Full HD aufgenommen und kein 4K, also das ist schon mal eine falsche Behauptung. Nächster Punkt, Follow-Me-Modus, egal ob Sie rennen, springen oder Radfahren, die Drohne kann Ihnen mit nur einem Klick folgen. Die Funktionen gibt es. Rennen, Radfahren würde ich mal komplett ausschließen. Irgendwie kann sie Follow Me machen, lassen wir also auch mal in den Raum stehen. Nächster Punkt ist die Dual-Weitwinkel-Kameras sehen und aufnehmen von beiden Kameras gleichzeitig mit geteiltem Bildschirm, Bild in Bild oder separat. Haben wir gezeigt, kann sie irgendwie, vielleicht auch Bild in Bild, aber eigentlich sinnlos, weil die Bodenkamera ist so schlecht, dass man damit gar nichts anfangen kann. Die normale Kamera alleine eigentlich schon ein Graus. Bild in Bild, Dual, hat sie vielleicht, kann man aber vergessen. Anti-Kollisionssystem. Eingebaute Sensoren verhindern Kollisionen mit dem Boden und anderen Hindernissen. Gut, schlau formuliert, prinzipiell aber definitiv eigentlich eine Lüge. Ein Sensor ist hier definitiv drin, und zwar ein Barometer. Damit hält sie die Höhe und kann die Höhe auch stabil über dem Boden halten. Das funktioniert gut. Das haben aber auch die billigsten Drohnen. Weitere Sensoren in dem Sinne, dass sie wirklich Hindernisse erkennt, wie es hier im Nebensatz noch steht, und denen vielleicht sogar ausweicht. Nee, ausweicht, doch. Sensoren verhindern Kollisionen, also zumindest, dass sie dann stoppt, hat die Drohne definitiv nicht. Also es gibt keine Sensoren nach vorne, nach hinten oder irgendwo hin, außer eben diese Bodenkamera und den Barometer. Und mit der Bodenkamera kann sie keine Entfernung abschätzen, also eigentlich nur das Barometer. Und damit ist vielleicht die Kollision mit dem Fußboden gemeint, aber allem anderen kann sie nicht ausweichen. Also definitiv hier auch eine Falschaussage. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsaussage. Stabilisierte Kamera. Die Drohne bleibt unabhängig vom Wetter in der Luft stabil. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
was die stabilisierte Kamera, die es ja hier auch nicht gibt, weil die Kamera ist zu 100% nicht stabilisiert, sie kann sich nur neigen, ist aber nicht stabilisiert, also hat keinen Gimbal, der die Kamera entkoppelt und entgegen den Wackelbewegungen ruhig in der Luft hält, also schon mal falsch. Aber warum eine stabilisierte Kamera dafür da ist, die Drohne unabhängig vom Wetter stabil in der Luft zu halten, hat überhaupt gar nichts miteinander zu tun, weil die Kamerastabilisierung hilft ja nicht der Drohne stabil im Wind zu fliegen. Definitiv fliegt sie auch nicht stabil im Wind, das haben wir vorhin gesehen, sondern ist eigentlich lebensgefährlich bei Wind und Wetter. Und das fehlende GPS ist da einfach das Problem, weil wenn sie einfach GPS hätte, was günstige Drohnen in günstigeren Preissegmenten normalerweise sogar schon haben, dann würde sie zumindest selber versuchen, stabil in der Luft zu stehen. So weiß sie das Ganze nicht mal. Vielleicht ist mit dieser stabilisierten Kamera die Bodenkamera gemeint, also eine stabilisierende Kamera nach unten, die dann eben hilft, das Ganze bei Wind in der Luft zu halten. Dann wäre die Formulierung falsch, so oder so. Kann man diesen Argumentationspunkt auf jeden Fall einfach vergessen. Minimalistisches und praktisches Design. Die intelligente Leichtbauweise lässt sich für zusätzliche Mobilität zusammenfalten. Die Leichtbauweise lässt sich zusammenfalten, Deutsch mal hin und her, egal, man kann die Drohne zusammenklappen, sie ist leicht und zusammenfaltbar, also machen wir da einen Haken dran. Hochwertiges Video, die Bilder auf dieser Drohne sehen unglaublich scharf aus. Weder hochwertig, Video ja, noch dass da irgendwas scharf aussieht. Grauenhafte Bilder, nicht scharf, sie macht ein Video, das ist das Einzige, was von dem Satz stimmt. 3 Handhabungsgeschwindigkeiten, mit ihrer Hilfe ist die Handhabung von Drohne sehr einfach. Vielleicht gibt es irgendwo die Einstellung, die Geschwindigkeiten hoch und runter zu stellen. Machen wir mal einen Haken dran und sagen, ja, okay. Geschwindigkeit im Flug als Aussage erstmal. Sie arbeitet mit einer sehr guten Geschwindigkeit, mit der mehrere Bilder in kürzester Zeit aufgenommen werden können. Sie hat eine Geschwindigkeit, wie jedes Objekt, was sich bewegt. Ob es eine gute Geschwindigkeit ist oder nicht, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach eine sehr geringe, auch viel zu geringe Motorleistung, um überhaupt gegen Wind ankommen zu können. Ob die Geschwindigkeit jetzt gut ist, für mehrere Bilder in kurzer Zeit aufzunehmen oder was auch immer, keine Ahnung. Ich will den Satz eigentlich gar nicht weiter auseinandernehmen. Machen wir da so einen halben Haken dran, aber ganz bestimmt ist es kein Qualitätsmerkmal. Damit sind wir eigentlich durch mit unseren Tests mit der Tactic Air Drone Wunderdrohne. Was will ich euch unterm Strich dafür sagen? Es ist kein absolut grottenschlechtes Produkt. Es ist eine Drohne, die funktioniert. Sie fliegt schlecht bei Wind, sie fliegt halbwegs stabil bei ruhigem Wind. Sie hat eine App, die für so eine Drohne, für eine Billigdrohne ganz coole Features hat. Follow Me, was man nicht wirklich praktisch fürs Filmen benutzen kann, aber zumindest um mal solche Funktionen sich anzugucken. Auch die eine oder andere Funktion und Einstellung. Sie hat kein GPS, kann die Position nicht im Wind halten. Die Bodenkamera funktioniert dafür nicht gut genug. Der Preis ist ziemlich überzogen. Auch ein bisschen Schmunkelei da von diesen 99 € auf 148 € hochzugehen, um dann überhaupt die 4K-Version zu haben, die dann aber doch keine 4K-Version ist, sondern nur in Full HD aufnimmt. Also da schon mal was einen sehr negativen Beigeschmack hat. Der größte negative Beigeschmack ist für mich die Firma, die das Ganze verkauft, die mit der vorherigen Drohne noch eine viel größere Abzockmasche durchgezogen hat, indem sie wirklich definitive Falschaussagen und Falschbilder und Werbematerial verwendet hat, sogar noch von anderen Produkten, ganz frech. Das machen sie hier nicht so aggressiv, sondern versuchen das geschickt in dem Wording, sage ich mal, mit zu verpacken, ohne offizielle, sage ich mal, Lügen oder Falschaussagen zu tätigen, weil man das Ganze noch irgendwie uminterpretieren kann. Unterm Strich aber eigentlich zu viel Geld für so eine Drohne. Meine Vorstellung oder meine Idee dabei ist, dass man sowas oder solche Firmen nicht noch unterstützen will. Selbst wenn die Drohne vielleicht halbwegs okay ist und der Preis überzogen ist, gebe ich denen nur ungern mein Geld, wenn ich weiß, was sie damit machen und dass diese Maschen dann noch weitergehen. Ich habe meiner Meinung nach, ich habe es aber nicht mehr gefunden, auch noch andere Videos gefunden und das kann halt immer noch jetzt im Nachgang passieren, dass die Firma dann sagt, wir machen jetzt noch aggressivere Werbung auf Facebook und so weiter, wo es vielleicht die Behörden, die da hinterher sind, nicht so einfach finden und wo die Firma das dann auch einfach wieder abstellen kann, wo dann andere Aussagen getätigt werden. Ich meine, ich hätte hier auch schon Aussagen gesehen, dass die Kamera tolles GPS oder wie auch immer hatte. Vielleicht habe ich es aber auch falsch im Kopf, deswegen will ich jetzt hier nichts Falsches sagen.
Ich habe aber bei der Drohne davor, bei der Drone X Pro gesehen, dass das da rigoros gemacht wird und man da nicht vor Falschaussagen zurückscheut. Von daher will ich euch nur mitgeben, seid vorsichtig, wenn ihr auch nach den Bewertungen von der Firma schaut, also diese Hyperstech, die sich dann auch umbenannt hat und mittlerweile auf vielen anderen Seiten nicht mehr Hyperstech, sondern Hypertech X oder noch 2, 3 andere Namen heißt, dann seid da vorsichtig, sucht mal nach Bewertungen. Es gibt ja Bewertungsportale, da werdet ihr finden, dass sich fast alle Kunden dort beschweren und niedrige Bewertungen geben, dass die Drohnen danach auch nicht zurückgenommen werden und. Also da gibt es wirklich sehr viele negative Geschichten, die meiner Meinung nach einfach nicht unterstützt werden sollten. Außerdem finde ich schon mal sehr verdächtig, dass die Firma selber bestimmt 5 oder wenn nicht sogar 10 Internetseiten angelegt hat. Wahrscheinlich sind es sogar 100, die angeblich alle die Herstellerseite sind, die alle ähnlich aussehen, wo die Firma im Impressum jedes Mal ein bisschen anderen Namen hat mit Sitz in Litauen, Versand aus Dubai und Rechtszuständigkeit in China oder andersrum. Also auf jeden Fall eine ähnliche Zusammenstellung. Das alles schon sehr, sehr, sehr dubios. Und warum braucht man dann überhaupt so viele Internetseiten, wo die Drohne überall ein bisschen anders heißt, ein bisschen anders beschrieben wird? Dadurch ist aber in Google die ganzen Suchergebnisse oben und die gekauften Werbeanzeigen oben drüber alle komplett zugeballert. Wahrscheinlich darf man in Google nicht mit der gleichen Firma mehrere Anzeigen gleichzeitig schalten. Deswegen eben diese verschiedenen Internetseiten und Firmennamen, sodass man da wirklich alle Anzeigen für sich hat und die oben im Blog kommen. Da unten drunter dann nochmal Testseiten, die von der Firma aber selber sind oder beeinflusst sind. Und dadurch hat man eben dieses Gesamtbild. Es handelt sich wirklich um eine super Drohne, die jetzt eine tolle, liebe Firma für einen Apfel und ein Ei selbstlos sozusagen hergibt, obwohl sie die gleichen teuren Komponenten da drin verbauen konnten und irgendwie aus der Produktionsfirma rausschleusen könnten, da wo auch die ganzen anderen großen Hersteller wie eben DJI und von mir aus beliebige andere ihre Drohnen bauen. Also das ganze Konstrukt schon was mir ziemlich sozusagen gegen Strich geht. Ihr selber müsst selber entscheiden, was ihr daraus macht. Ihr habt auf jeden Fall eine Drohne, die prinzipiell erstmal irgendwie funktioniert, auch ganz gut funktioniert. 150 € dafür meiner Meinung nach definitiv zu viel. Es kam sehr schnell an. Ich habe mit PayPal bezahlt. Ich bin mal gespannt, ob ich das Ganze jetzt irgendwie auch wieder zurückgeben kann in meiner Zurückgebfrist sozusagen, in meiner Widerrufsfrist, die ich habe, und zumal auch mit den Argumenten, dass Falschaussagen drin sind wie 4K ist nicht vorhanden und so weiter. Von daher müsste ich eigentlich ein Rückgaberecht haben und auch nochmal die PayPal-Unterstützung. Ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Ich werde es mal versuchen, ansonsten werde ich die 150 € für den guten Zweck sozusagen ausgegeben verbuchen, nämlich dafür, dass ich euch hier ein bisschen warnen konnte oder die wirkliche Drohne zeigen konnte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst gern ein Like, das hilft mir. Kommentiert auch mal unten, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, das Ding ist eigentlich doch viel cooler, wie du es erzählst, oder es ist wirklich Mist oder es ist ganz okay, und erzählt auch mal, ob ihr die vielleicht auch bestellen wollt oder sogar schon bestellt habt und was ihr davon haltet. Das wäre sehr interessant. Einfach mal in die Kommentare unten reinschreiben. Ansonsten vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann seid ihr bei den nächsten Videos auch von hochqualitativen Drohnen, von Drohnenwarnungen, von anderen Produkten und so weiter wieder da direkt mit dabei. Das Ganze hat mir wieder Spaß gemacht, euch vorzustellen. Es hat mir nicht Spaß gemacht zu fliegen. Teilweise fand ich es ein bisschen zu gefährlich. Das ist aber immer so bei den extrem günstigen Produkten. Kauft euch, wenn es auf das Geld nicht ankommt, lieber was höherwertiges. Da blende ich euch hier oben nochmal unsere Top 10 Drohnen ein. Da könnt ihr auch nochmal wählen, ob ihr Top 10 Drohnen overall haben wollt, also bis Preis beliebig, oder wir haben auch nochmal eine Top 10 günstige Drohnen, Pfanddrohnen, das könnt ihr da auch auswählen. Dann seht ihr nochmal die Sachen, die wir wirklich für gut befunden haben und die ihr Geld wert sind. Da gibt es auch schon Sachen für 50 € und für 100 €, nach oben hin natürlich bis 1500 €. Schaut euch da gern um, dann habt ihr nochmal ein paar andere Alternativen. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal.